Wir sind heute um 9 am Campingplatz aufgewacht. Dann sind wir um 11:30 weggefahren vom Campingplatz. Dann sind wir zur Tankstelle gefahren, haben dort das Auto quasi einmal ausgeräumt und nochmal wieder eingeräumt. Dann war schon wieder Mittagessenzeit. Dann sind wir vielleicht eine Stunde noch weitergefahren. Und jetzt habe ich vielleicht 2 Stunden geschlafen. Danach haben wir jetzt auf die Uhr geschaut. Und es ist einfach schon 8, wenn wir so unterwegs sind. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Ich habe das normalerweise immer verglichen mit einem Ausflug oder so, den man am Wochenende macht, wo man halt in der Früh aufsteht und dann hinfährt, wandern geht und wieder zurückfährt oder sowas. Und da vergeht die Zeit lange nicht so schnell, wie wenn man so wie wir jetzt unterwegs ist. Also, das ist so verblüffend manchmal, dass da einfach so viel Zeit einfach so den Bach für irgendwas heruntergeht. Das ist echt verblüffend, oder Karin? Ja, verblüffend. Es ist verblüffend. Ja, wir sind halt viel Auto gefahren, weißt du? Nein, sind wir nicht. Schon ein bisschen. Nein, wir sind 1 Stunde gefahren. Gut, auf geht's. Wow, die Sonne. Puddle on the inside is raining now. Nachdem ich vorher geschlafen habe und die Karin nicht, werde ich jetzt alleine das Dachzelt aufbauen. Und wir haben da hinten die coolsten Zeltplatznachbarn, die wir bis jetzt hatten. Und zwar einen weißen 110er Defender aus der Schweiz, ebenfalls mit Dachzelt. The inside is raining now. It's so cold that I can't feel my toes. Holding your hand tightly, I will wait with you. I will hold you steady as you go. Es ist der 2. Juli und wir gehen spazieren. Feels like we've been stuck in here for ages. With the gentle patter of the rain. Morgen fahren wir auf die Isle of Skye. Gute Nacht. Gute Nacht. Never really cared too much for sunshine. Guten Morgen. Es hat wieder ein bisschen geregnet in der Nacht. Never did stay dry in the rain. Mother always said that I should fall in love before I die. So who knows, maybe this is it. Wir haben es gerade noch auf die Fähre geschafft. Und wer ist auch auf der Fähre? Die Schweizer vom Campingplatz. Willkommen auf der Isle of Skye. Also wenn man dem Glauben schenken mag, hört heute Nacht der Regen auf und es beginnt erst wieder in 3 Tagen zu regnen. Die Wege von den Schweizern und uns werden sich jetzt für heute mal trennen, aber vielleicht sieht man sich ja später noch auf der Isle of Skye wieder. Gestern noch haben wir ausgemistet das Auto, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen, damit wir wieder Hitchhiker mitnehmen können. Und soeben hat das Schicksal Brennan zu uns geführt. Hey. Puddle on the inside is raining now. It's so cold that I can't feel my toes. Wir werden jetzt für den ca. 1,5-stündigen Wanderweg in die Kamasunori Bay packen und wir planen dort mit dem Zelt heute zu übernachten. Holding your hand tightly, I will wait with you.
Mich hat gerade ein Mann angesprochen und hat gemeint, ob wir ihm quasi helfen könnten, weil er macht Urlaub in einer Lodge, also in einer kleinen Hütte dort hinten. Sie wollten das Gepäck mit dem Boot hinbringen, das Boot ist aber der Motor kaputt gegangen und jetzt müssen sie das ganze Gepäck tragen dorthin. Wir haben gemeint, ob wir nicht ein Stück in die Richtung fahren könnten mit dem Auto, damit sie das Gepäck nicht so viel tragen müssen. Jetzt schaue ich mir das mal an, ob man das überhaupt fahren kann oder nicht. I will hold you steady as you go. Hallo. Also es schaut ziemlich machbar aus, weil es ist gar nicht gatschig, es ist nur steinig. Es ist halt nass und rutschig, aber das sollte überhaupt kein Problem sein. Also ich bin sehr zuversichtlich. Es sollte ein cooles Abenteuer werden. Und die haben jetzt gesagt, sie werden jetzt das ganze Gepäck in unser Auto laden und dann quasi mit uns mitwandern. Ich glaube, sie sortieren aus. Ich glaube, sie sortieren aus. Also wir haben jetzt das Gepäck von einem 11-köpfigen Urlauberteam hinten im Kofferraum und fahren hier durch die schottischen Highlands mit zwei wundervoll begeisterten Burschen hinter uns, die uns nachlaufen. Den Weg, den wir eigentlich wandern wollten. Ja, gerade als wir alles zusammengepackt hatten, unsere Rucksäcke fertig waren, ist er gekommen, ja, wir haben ein Problem, Ja. könntet ihr vielleicht unser Gepäck nehmen? Aber es ist schon cool. Da fahren wir hin, glaube ich. Schauen wir mal. He was holding on to second for as long as he could do nothing. Right, you have to dig in. Where are the cherries? Cherries are in. It's a bit This is good. Is this for YouTube? Yes. So we're going to be on YouTube? you did. You what? Andy can tell you some great jokes for you. Right, who wants to put a plate forward first? Das ist unser Schlafplatz für heute. Ein hohes Stockbett. Wir holen noch unsere Schlafsäcke rein und sie haben da ein freies Zimmer, eben dieses, wo wir heute schlafen können. Mit ein bisschen Ausblick. Es ist so beschlagen hier. Guten Morgen, wir haben schönes Wetter. Das ist der Ausblick aus unserem kleinen Zimmer. All it takes is just a little faith. No one ever taught me how to pray. On my knees now, God, for goodness sake, just show me what it is I need. Es ist so schön. Es ist ganz verrückt. I'd go anywhere for days like these. I'd do anything just to stay right here.
26 years on and nothing's changed. Wir gehen jetzt vom Frühstück noch ein bisschen spazieren. You say it's Das sind Schafe. our lives got rearranged. I thought we'd fall in love or settle down. You weren't here the last time when I looked around. Da ist unser Zimmer. Eine kleine Tour durchs Haus. Ein kleiner Vorraum für Jacken, Rucksäcke und rechts daneben ein kleiner Bereich mit Sitzen und einer wunderschönen Aussicht. Jetzt rechts weiter. Darauf gehen die Stiegen zum Wohnbereich. Links das Wohnzimmer, wo die Karin gerade ihre Füße wärmt. Die Küche ist sehr einfach ausgestattet und es gibt nur Gas, also auch die Beleuchtung hier. Funktioniert alles mit Gas, aber das Warmwasser in der Küche funktioniert wirklich gut und im Bad. Dann hier einmal ein paar Stiegen rauf. Da rechts ist unser Zimmer. Weiter den Korridor entlang. Kommt man irgendwann zu dem Zimmer mit der besten Aussicht. Gefällt's dir hier, Karin? Ja, sehr. Days like these, I'd do anything just to stay right here. I'd go anywhere for days like these. I'd do anything just to stay right here. I'll give you everything. I'll give you every piece of me. You just wait and see. You'll give me every piece of you I'd ever want you to. I never needed you. I'd go anywhere for days like these. I'd do anything just to stay right here. Duncan macht gerade seinen Führerschein und lernt gerade fahren und war so begeistert von unserem Defender, dass wir gedacht haben, wir könnten ihm einen Gefallen tun. Und ich bin jetzt mit dem Defender an den Strand gefahren, weil hier ist es recht eben und man kann schön üben. Er sitzt das erste Mal in einem Defender, aber er schlägt sich gut. Wir haben einen kleinen Stein zwischen den Bremsscheiben und was, Dani? Dem Blech, was die Bremsscheiben vor den Steinen schützen soll. Ah, und da ist ein kleines Steinchen und deswegen quietscht es. Deswegen wollen wir eigentlich den Reifen abnehmen. Und die Muttern lassen sich auch nicht lösen. Lassen sich nicht lösen. Ja, jetzt probieren wir alles, um die loszukriegen. Es hat sich schon ein bisschen gedreht. So eine schöne Aussicht hatten wir noch nie beim Reifenwechseln. Jetzt geht's. Es gibt dort ein paar Minuten von der Hütte entfernt einen natürlichen Swimmingpool in einem Fluss. In den wollen wir jetzt schwimmen gehen. Es soll wirklich kalt sein. Also wir haben auch schon getestet, das Wasser im Fluss ist wirklich kalt. Da ist unser Swimmingpool. Also. Okay. Do what you feel, squeeze it on the lane. Do it down, know the
Das war jetzt unser zweiter Abend in der Hütte. Heute hatten wir wahnsinnig viel Sonnenschein und es war so schön. Und ja, jetzt übernachten wir noch einmal. Dann nehmen wir morgen ein ganz, ganz warmes Bad in der Badewanne, weil sie haben hier 2 Badewannen. Und dann fahren wir weiter. Gute Nacht. You got women on your mind.